Willkommen, werte Entdecker und Liebhaber der Geschichte, auf unserem Kanal Legendäre Burgen und Dome. Wir freuen uns aufrichtig, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, um gemeinsam in die tiefen Schatten und das strahlende Licht der Vergangenheit einzutauchen. Heute entführen wir Sie an einen Ort, der nicht nur aus Stein und Mörtel besteht, sondern aus dem puren Streben des Menschen nach dem Unendlichen. Ein Bauwerk, das wie ein steinerner Zeigefinger Gottes in den Himmel von Baden-Württemberg ragt. Wir sprechen vom majestätischen Ulmer Münster, einem Monument der Superlative und der Inbegriff der gotischen Architektur. Unsere Reise beginnt im späten 14. Jahrhundert, in einer Zeit des Umbruchs und der tiefen Frömmigkeit. Wir schreiben den 30. Juni 1377. Die Stadt Ulm war eine blühende Reichsstadt, doch ihre gläubigen Bürger standen vor einem Dilemma. Die alte Pfarrkirche, die Liebfrauenkirche, lag weit vor den schützenden Stadtmauern. In Zeiten von Belagerungen und kriegerischen Konflikten, wie etwa während der Belagerung durch Kaiser Karl IV. Im Jahr 1376, war es den Bürgern unmöglich, ihr Gotteshaus zu erreichen. Abgeschnitten vom Trost der Messe, im Schatten der Angst, reifte ein kühner Entschluss. Man wollte nicht länger abhängig sein, weder von der Lage vor den Toren noch vom fernen Kloster Reichenau. Die Ulmer wollten ein Zeichen ihrer Unabhängigkeit und ihres Wohlstands setzen. So legte Bürgermeister Ludwig Kraft an jenem Sommertag des Jahres 1377 den Grundstein für das Münster Ulm, mitten im Herzen der Stadt. Es war ein Akt des Mutes, denn die Stadt zählte damals kaum 10.000 Seelen, und doch begannen sie ein Projekt, das Generationen überdauern sollte. Die Vision war klar: ein Haus für Gott, errichtet von Bürgern für Bürger, ein Bauwerk, das die Macht des Glaubens und der Freiheit widerspiegelte. Wer waren die Genies, die es wagten, so hoch zu bauen? Der erste Baumeister war Heinrich II. Parler, ein Mann, dessen Name in der Geschichte der Gotik wie ein Echo widerhallt. Er brachte die Erfahrung der berühmten Parler-Familie mit nach Ulm. Doch die eigentliche, fast mystische Vision der gewaltigen Höhe verdanken wir einem anderen: Ulrich von Ensingen. Ab 1392 übernahm er die Leitung und träumte einen Traum, der über 150 Meter in die Wolken reichte. Er veränderte die Pläne, weg von der schlichten Hallenkirche hin zu einer gewaltigen Basilika. Ihm folgten seine Söhne und Enkel Matthäus und Moritz Ensinger, die den Chor und das Langhaus vollendeten. Doch die Geschichte des Münsters ist auch eine Geschichte der Krisen. Matthäus Böblinger, ein späterer Baumeister, wollte den Turm so gewaltig bauen, dass die Fundamente unter der Last zu ächzen begannen. Risse bildeten sich, die Pfeiler bogen sich gefährlich. Ein Moment, in dem das Projekt beinahe gescheitert wäre. Es war Burkhard Engelberg aus Augsburg, der mit fast magischem Geschick die Katastrophe abwendete und das Bauwerk stabilisierte. Nach einer jahrhundertelangen Pause, bedingt durch Reformation und Geldnot, vollendete schließlich August von Bayer im Jahr 1890 das Werk und setzte dem Ulmer Münster die Krone auf. Das Ulmer Münster ist ein Wald aus Stein, ein Gebirge, das von Menschenhand geformt wurde. Wenn wir über das Münster Ulm sprechen, kommen wir an den nackten, beeindruckenden Zahlen nicht vorbei. Der Hauptturm erreicht die schwindelerregende Höhe von 161,53 Metern. Für fast 135 Jahre trug er stolz den Titel »Höchster Kirchturm der Welt«. Erst in jüngster Zeit, im Jahr 2025, wurde dieser Rekord durch die Vollendung des Christusturms der Sagrada Familia in Barcelona knapp übertroffen. Doch die Aura des Ulmer Rekordhalters bleibt unangetastet. Das Kirchenschiff selbst ist 123 Meter lang und fast 49 Meter breit.
Der Turm lastet mit einer unvorstellbaren Masse von 51.500 Tonnen auf dem Boden. Wer die Ulmer Münster Turmbesteigung wagt, muss 768 Stufen bezwingen. Eine physische und spirituelle Reise. Von der obersten Plattform auf 143 Metern Höhe bietet sich an Föhntagen ein Panorama, das bis zu den glitzernden Gipfeln der Alpen reicht. Es ist ein Ort, an dem die Architektur Dokumentation lebendig wird, wo Sandstein aus Isny und Backstein zu einem harmonischen Ganzen verschmelzen, das die Schwerkraft zu verspotten scheint. Kein mystischer Ort ohne seine Legenden. Wenn Sie durch die Gassen Ulms wandeln, werden Sie immer wieder auf einen kleinen Vogel stoßen: den Ulmer Spatz. Die Legende erzählt, dass die Ulmer beim Bau ihres Münsters vor einem schier unlösbaren Problem standen. Sie wollten riesige, lange Holzbalken durch die engen Stadttore bringen, doch sie versuchten es quer. Die Balken passten nicht und man war kurz davor, die Tore einzureißen. Da beobachteten die Baumeister einen kleinen Spatzen, der einen langen Halm für sein Nest transportierte. Anstatt ihn quer im Schnabel zu halten, drehte er ihn der Länge nach und schlüpfte mühelos in eine kleine Nische. Die Ulmer nahmen sich ein Beispiel an der Einfachheit der Natur, drehten ihre Balken längs und der Bau konnte weitergehen. Ob diese Geschichte wahr ist oder nur den Witz der Ulmer widerspiegelt, bleibt ein Geheimnis. Doch der Spatz thront heute als goldene Figur auf dem Dach des Münsters, ein Symbol für die Demut gegenüber der Schöpfung. Das Innere des Münsters ist eine Schatzkammer, die ihresgleichen sucht. Wer die gotischen Kathedralen Europas kennt, wird hier dennoch ins Staunen geraten. Das Chorgestühl von Jörg Sürlin, dem Älteren, ist ein Meisterwerk der Schnitzkunst. Hier finden wir nicht nur biblische Gestalten, sondern auch Philosophen der Antike, wie Pythagoras und Cicero, sowie die Sibyllen, weise Frauen des Altertums. Es ist eine seltene Verschmelzung von christlichem Glauben und humanistischem Wissen. Besonders faszinierend ist die Verbindung von Tradition und Moderne. In den Fenstern des Münsters spiegelt sich die gesamte Geschichte Ulmer Münster wider. Neben mittelalterlichen Glasmalereien findet man das berühmte Fenster der Verheißung, das die Köpfe von Kopernikus, Galilei und dem wohl berühmtesten Sohn der Stadt zeigt: Albert Einstein. Es ist eine Hommage an die menschliche Genialität und das unaufhörliche Streben nach Erkenntnis, eingebettet in ein Haus des Gebets. Auch das monumentale Fresko des Jüngsten Gerichts über dem Chorbogen mit seinen 145 Quadratmetern, eines der größten nördlich der Alpen, erinnert den Betrachter an die Ewigkeit. Heute ist das Ulmer Münster weit mehr als nur eine Kirche. Es ist das Herzstück der Stadt Ulm und ein Magnet für Reisende aus aller Welt. Als eine der wichtigsten Ulm-Sehenswürdigkeiten dominiert es den Münsterplatz, einen Ort der Begegnung und des Markttreibens. Trotz der verheerenden Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg, die die Umgebung in Schutt und Asche legten, blieb das Münster wie durch ein Wunder fast unversehrt. Es ist, als hätten die Mauern einen unsichtbaren Schutzschild gegen die Dunkelheit der Geschichte gebildet. Das Münster ist heute das Zentrum der evangelischen Gemeinde und ein bedeutendes Kulturdenkmal in Deutschland. Es ist ein lebendiger Ort der Musik, wo die Münsterkantorei und die gewaltige Walker-Orgel mit fast 9000 Pfeifen den Raum mit göttlichen Klängen füllen. Für jeden, der Baden-Württemberg-Tourismus oder Deutschland Reiseziele erkundet, ist dieser Ort eine obligatorische Station. Hier, auf dem Münsterplatz, spürt man den Puls der Zeit und gleichzeitig die Stille der Jahrhunderte. Wir hoffen, dass dieser Streifzug durch die Geschichte und die Mystik dieses Giganten Ihr Herz berührt hat. Das Ulmer Münster ist ein Beweis dafür, dass der Mensch zu Dingen fähig ist,
die weit über seine eigene Sterblichkeit hinausreichen. Wenn Sie nun selbst den Wunsch verspüren, die 768 Stufen zu erklimmen oder im Stillen des Kirchenschiffs zu verweilen. Mehr Informationen über dieses beeindruckende Objekt, die genaue Adresse sowie den aktuellen Plan für die Ulmer Münster Turmbesteigung und die Öffnungszeiten können Sie unter dem Link zum offiziellen Webauftritt finden, den wir für Sie in der Videobeschreibung hinterlegt haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse an legendäre Burgen und Domi. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Geheimnisse der Baukunst zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder die Tore zur Vergangenheit öffnen.